Moin Leute, ich bin's wieder, Julian von Surf Pirates, und heute wollen wir euch einmal den Harlem Thrive vorstellen. Hinter mir liegt er jetzt in 8 Quadratmetern, aber wir konnten ihn auch schon in 9, 11 und 12 Quadratmetern testen und wir sind begeistert davon. Dieser Kite ist einfach super schnell und direkt. Der 9er hat zum Beispiel nur ein Gewicht von 2,3 Kilogramm, was extrem leicht ist, dafür, dass es zum Beispiel eben halt kein Alula-Kite ist. Der Thrive von Harlem wird unter Brainchild produziert und auch entwickelt. Eben halt eine sehr nachhaltige Produktionsstätte unter Ralf Grösel, wo sehr, sehr viel passiert. Und der Thrive ist eben halt einer der Kites, der als erstes dort entstanden ist. Das Flugverhalten vom Thrive ist super direkt und agil. Also selbst die großen Größen sind so schnell und lassen sich so einfach loopen und fangen einen auch wieder sehr schnell auf. Ich persönlich habe es so noch nicht erlebt. Okay, doch beim Hypermodel von Redin war es auch so. Eben halt auch super einfach zu springen, super intuitiv. Du kannst ihn als Einsteiger fahren, du kannst ihn aber eben halt, wo er eigentlich seinen Einsatzbereich hat, als Fortgeschrittener oder als Pro sehr gut fliegen. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Vom Bardruck her ist es mittel. Hier auch der Thrive als 3-Strut-Kite im Vergleich zu einem 5-Strut-Kite hat halt immer ein bisschen weniger Bardruck. Fand ich sehr angenehm. Du weißt trotzdem die ganze Zeit, wo der Kite ist. Fliegt sich eben halt sehr intuitiv. Der Kite steht total stabil am Himmel und auch böige Bedingungen machen dort nicht viel aus. Also du brauchst dir da keine Sorgen machen, dass der Kite auf einmal vom Himmel fällt. Das kann er wirklich gut wegstecken. Gehen wir noch einmal auf die Materialien ein. Also da werden zum Beispiel Leading Edge in der ProWeld-Technologie gefertigt. Also es wird größtenteils auf Nähte verzichtet. Die einzigen Nähte, die wir dort sehen, werden dazu genutzt, um nochmal Patches drauf zu nähen. Aber die ProWeld-Technologie besticht eben halt dadurch, dass geschweißt wird, anstatt zu nähen. Und dadurch kann sehr viel Gewicht eingespart werden, was sich dann einfach im Gesamtgewicht deutlich widerspiegelt. Als Flugtuch wird hier das Twin Cross Flylight Canopy benutzt, was sich auch super leicht anfühlt. Es knistert extrem, das kennt man so auch natürlich von anderen Kites, aber wie ich auch in den anderen Videos schon mal gesagt habe, erinnert es mich persönlich immer sehr stark an Spinnaker-Segel oder Gennaker-Segel aus dem Segelsport. Wir haben jetzt auch schon eine Kapstadt-Saison mit diesem Material hinter uns und können wirklich sagen, dass sich das Material auch nach längerer Zeit immer noch frisch und sehr stabil anfühlt. Also da braucht man definitiv keine Sorgen haben, dass sich das irgendwie zu schnell seidig anfühlt, wie man es zum Beispiel von anderen Materialien aus der Vergangenheit kennt. Das Sprungverhalten und die Hangtime bei dem Harlem Thrive sind sehr ergiebig, würde ich jetzt mal sagen. Absprung ist super einfach, man kommt auch sehr schnell sehr hoch. Im Vergleich zu dem Trigger zum Beispiel von F1 hatten wir das Gefühl, dass man mit dem Thrive sogar einfacher nach oben kommt. Dafür hat der Harlem eine etwas kürzere Hangtime als 3-Strut-Kite im Vergleich zu dem 5-Strutter-Trigger von F1. Definitiv eine gute Hangtime immer noch. Man hat viel Zeit, auch um Board-Off-Tricks zu praktizieren. Da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Ist einfach ein bisschen performanceorientierter, ein bisschen agilerer, schnellerer Kite, wenn man es jetzt zum Beispiel mit einem F1-Trigger vergleicht. Eine weitere Sache, die den Kite eben halt so direkt macht, ist die 7-Point Fixed Bridle, also an 7 Punkten angeknüpft an den Kite, ohne irgendwelche Pulleys, also direkt, was den Kite einfach super direkt macht, sehr angenehm zu fliegen. Mag ich persönlich auch sehr gerne, wenn es so ist. Pulleys haben auch ihre Vorteile, aber gerade in dem Bereich, wo er hier genutzt wird für Kite Loops und extreme Sprünge, ist es definitiv ein gutes Feature, was hier genutzt wurde. Der Einsatzbereich, wie ich ja schon angesprochen hatte, ist einerseits natürlich für Einsteiger, Aufsteiger, aber auch für fortgeschrittene Pros. Er funktioniert sehr gut im Big Air und Freeride-Bereich. Man kann aber auch mit dem Thrive definitiv in die Welle gehen oder einfach seine entspannte Freeride-Session haben. Nicht nur der Kite kommt in einem super geilen Design, sondern auch die Tasche hier von Harlem, auch komplett bedruckt. Da kriegt man den Kite definitiv super rein, wird hier von oben befüllt. Dazu hat man dann hier nochmal ein kleines Täschchen, wo zum Beispiel der Adapter und ein Reparaturset mit dabei sind. Und dann wird es einfach hier oben aufgerollt und hier mit verschlossen. Das funktioniert sehr gut und sieht auch sehr cool aus, finden wir. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal in einem Fazit angucken und zum Beispiel einmal auf die wirklich hervorragenden Stärken des Harlem Thrives eingehen, dann ist das unter anderem eben halt die Verarbeitung, das Gewicht und dieser Performance-Vorteil
die dieser Kite hat. Er ist definitiv gleichzusetzen mit einem Alula Kite, kommt aber zu einem viel attraktiveren Preis und dementsprechend ist das für uns eines der größten Verkaufsargumente für den Harlem Thrive. Relaunch ist super einfach, man kann den Kite in jeder Situation gut beherrschen. Da hat Harlem definitiv einen sehr guten Allrounder auf den Markt gebracht. Wenn ihr den Kite mal testen möchtet, kommt einfach bei uns im Laden vorbei, checkt, ob wir gerade einen Testkite haben, könnt ihr auch kurz vorher anrufen oder eine E-Mail schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns und wir sehen uns auf dem Wasser. Bis dann!